Wir haben einen neuen Hochdruckreiniger. Welcher das ist und warum wir den jetzt haben, erfährst du in diesem Video. Dem einen oder anderen ist es tatsächlich schon in den letzten Videos aufgefallen und es wurde schon oft danach gefragt, welcher Hochdruckreiniger das jetzt ist. Deswegen wollen wir euch den vorstellen. Wir haben euch in den letzten Videos schon ein paar andere Geräte der Firma AWA vorgestellt und auch hier hat AWA uns angesprochen und hat gesagt, hey, ihr macht doch hochwertige Fahrzeugaufbereitung, wollt ihr nicht einen hochwertigen Hochdruckreiniger haben? Und wir haben gesagt, ja, warum nicht? Unser Kränzle ist jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre alt. Wir sind offen für was Neues und haben jetzt mittlerweile den AWA Evolution P90 seit mittlerweile 2 Monaten im Einsatz. Du fragst dich jetzt vielleicht, was hier für komische Geräte vor mir liegen. Dazu und zu den Fakten und Daten vom AWA kommen wir noch ein bisschen später. Erstmal möchte ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und meine Erfahrungen mit dem Gerät teilen. Was mir als erstes aufgefallen ist, als ich ihn ausgepackt habe, ist, dass er wirklich groß und massiv wirkt. Er hat 4 hochwertige Teile, vorne diesen Alugriff. Dazu kommen wir auf jeden Fall auch später nochmal. Als ich ihn dann erstmal zusammengebaut habe, ging alles super easy und angesteckt habe und das erste Mal gestartet habe, ist mir aufgefallen, der ist echt relativ leise, vor allen Dingen für die Leistung, die er hat. 2 Werte sind mir da im Kopf geblieben, die für mich wichtig sind. 160 Bar, okay, das können relativ viele, ist auch nicht ganz nötig, so viel zu haben, aber 730 Liter Fördervolumen in der Stunde ist wirklich eine massive Wassermenge, die mir so selten unterkommt und die man halt auch wirklich beim Gebrauch merkt. Gerade in der breiten Strahldüse merkt man, dass wir wirklich eine hohe Wassermenge haben, was zu einem sehr hohen Druck punktuell und gleichzeitig zu einer hohen Fördermenge auf den Fächer führt. Das heißt, wir haben extrem effektives Reinigen mit dem Hochdruckreiniger. Was mir weiter wirklich super gut gefallen hat, ist diese Zero Force Hochdruckreinigerpistole. Das heißt, man braucht viel weniger Kraft, um den Abzug zu betätigen und auch weniger Kraft mit dem Unterarm, um gegen den Druck gegenzuhalten. Also insgesamt macht es den Eindruck, als wäre das alles sehr ausbalanciert. Ich hatte nach der Reinigung mit dem Kränzle oft wirklich Schmerzen im Unterarm, wenn man den mit einer Hand bedient hat, weil es einfach wirklich viel Gegenkraft erfordert hat. Das hat AWA hier deutlich ausbalancierter hinbekommen. Also insgesamt muss ich sagen, das Gerät darf auf jeden Fall bleiben. Sehr hochwertiger Hochdruckreiniger, preislich auch absolut attraktiv, also jetzt nichts, was absolut teuer ist, finde ich wirklich mega gut. Ich würde sagen, wir kommen jetzt noch mal zu ein paar Fakten zu dem Gerät und zu diesen komischen Gerätschaften, die ihr vor mir seht. Und danach sprechen wir noch mal am Gerät über die Features, die mir auch besonders gut gefallen. Die Teile, die du hier vor mir siehst, sind verschiedene Pumpen, alle aus dem Hause AWA. Was sie alle gemeinsam haben, es sind Vollmetallpumpen, also es sind keine Plastikteile verbaut und sie sind sehr haltbar. Apropos haltbar, wirklich krasses Feature, was ich so noch nie gehört habe. Auf alle AWA Hochdruckreiniger gibt es 20 Jahre Garantie. 20 Jahre. Es gibt da einen kleinen Trick, also es gibt erstmal grundlegend 5 Jahre Garantie und dann muss man nach 5 Jahren so einen Reparatursatz für 30 € oder 35 € kostet der, glaube ich, kaufen, wo man ein paar Dichtungen und ein paar andere Sachen unter Anleitung, also da gibt es auch Videos zu, austauscht und dann bekommt man weitere 5 Jahre. Und das kann man insgesamt zweimal machen, sodass man mit den ersten 5 Jahren auf 5 Jahre, danach auf 10, 15 und nach dem 3. Mal sogar auf 20 Jahre Garantie kommt. Das ist wirklich einzigartig und finde ich mega. Würde mich mal interessieren, ob das irgendjemand so ausreizt. Aber wie gesagt, wen es interessiert, wie aufwendig dieser Reparatursatz ist, einfach mal online gucken. Dazu gibt es Anleitungen von der Firma AWA. Was dann weiter wirklich auffällt, jeder der Hochdruckreiniger, auch der Go, den wir euch schon vorgestellt haben, aber sogar dieser große kann selbst ansaugen und die Pumpen sind so leistungsfähig, dass sie selbst mit einer Selbstansaugung aus dem Eimer oder aus dem Kanister so den gleichen Druck und das gleiche Fördervolumen herstellen können oder wie bei einer normalen Wasserleitung. Das ist wirklich echt krass, wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, bei 700 Litern pro Stunde eine Selbstansaugung kann man sich ungefähr ausrechnen oder kann man ungefähr einschätzen, wie groß der Behälter sein muss, damit man damit vernünftig arbeiten kann. Ich erinnere nur mal, bei dem kleinen Go haben wir für eine Autowäsche um die 35 Liter verbraucht und der saugt 430 Liter, glaube ich, pro Stunde. Also ob es so sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber Sie können es auf jeden Fall, was natürlich für die Qualität der Pumpen spricht. Wir haben hier die verschiedenen Pumpen aus den Serien der AWA Hochdruckreiniger. Es fängt hier an mit der Pumpe aus der Go-Serie, selbst die ist schon recht schwer, hat im Endeffekt 3 Kolben, ist die kleinste Pumpe und leistungsfähig ist sie definitiv, habt ihr schon gesehen. Darunter in meinem Wagen, die nehme ich jetzt nicht in die Hand, weil die mir zu schwer ist, liegt die Pumpe der Master-Serie, also quasi die zweithöchste Serie von AWA mit 4 Kolben und das Gerät hier, so kann man es nicht anders nennen, das Monster hier, ist die Pumpe aus dem
aus dem Evolution mit 6 Kolben. Das macht auch das erklärt auch das hohe Fördervolumen. Gleichzeitig die niedrige Lautstärke, die geringe Vibration und einfach diese Laufruhe, sage ich mal, oder die Arbeitsruhe, die das Gerät hat. Also diese Pumpe ist dafür verantwortlich, dass das Gerät wirklich so sauber und so rund läuft. Und deswegen steht an dem Gerät auch finde ich sieht ganz geil aus, Powered by V6. Hier ist das gute Stück und ich muss sagen, also Aufbau war wirklich leicht. Es ist zusammengesteckt, ist jetzt nicht so wichtig. Selbst erklären brauchen wir uns jetzt nicht angucken, aber generell, er macht halt wirklich einen hochwertigen Eindruck. Wenn wir unten mal anfangen, wir haben hier den Wassereingang mit einem Filter zum Aufschrauben, also der auch gleich Partikel filtert und entfernt, und den Anschalter. Was cool ist, ist hier dieser Alugriff, mit dem man den tragen kann. Also er ist wirklich auch mobil. Er ist zwar relativ schwer, aber lässt sich durchaus mobil gut verwenden. Und ich zeige dir auch gleich mal, dass fast alles auch dranbleiben kann beim mobilen Tragen. Dadurch, dass er wirklich gut ausbalanciert ist. Und man muss echt sagen, die ganzen Features an dem Gerät sind wirklich durchdacht. Nach dem Motor, das Herzstück ist natürlich der Schlauch und die Pistole. Ne? Ohne die funktioniert es nicht. Die Schlauchtrommel ist drehend gelagert, also sie dreht sich mit und das Gerät ist wirklich kippsicher. Also gerade nach vor und zurück, aber selbst zur Seite, wenn hier seitlich Zug drauf kommt. Ich muss halt wirklich ziehen, bis das Ding überhaupt sich bewegt, und es ist tatsächlich noch nie zu einer Situation gekommen, die irgendwie ansatzweise gefährlich war. Dass der nicht kippt oder generell sich gut aufrollt, liegt auch an der Art, wie der Schlauch hier drin befestigt ist. Also er dreht sich wirklich gut beim Arbeiten, ohne dass man dauernd diesen Schlauch verdreht. Und ist bei dieser Pistole, die halt wirklich super easy, hatte ich ja schon gesagt, jetzt habe ich mich nass gemacht, super einfach in der Anwendung ist und wenig Rückstoß hat. Also ist wirklich mega cool. Hält sich auch gut in der Hand. Hier unten haben wir eine Verriegelung, dass wir ein ungewolltes Auslösen verhindern können und den dagegen sperren können. Also gefällt mir schon mal ganz gut. Noch zur Schlauchtrommel. Wir haben hier diese Aufrollfunktion oder Abrollfunktion. Die lässt sich auch für den Transport arretieren. Das heißt, dass die Trommel sich nicht aus Versehen, wenn man ihn durch die Gegend trägt, abrollt. Ja, finde ich wirklich sehr durchdacht, gefällt mir super gut. Was mir auch gut gefällt, wir können hier das Stromkabel auch direkt aufrollen und haben es dadurch nicht nervig im Weg. Ist alles integriert, also wie gesagt, sehr durchdacht. Wir brauchen keine externen Lösungen. Und selbst der Stecker, das zeige ich euch gleich mal, wenn er abgerollt ist. Auch hier an der Seite, wie gesagt, es ist alles durchdacht für den Transport. Ist eine Kabelaufwicklung, Stromkabelaufwicklung, die auch hier gut erklärt ist, weil sie nicht ganz selbsterklärend ist. Die Idee ist aber genial. Der Stecker soll in der Aufrolltrommel sozusagen eingelegt werden. Moment, ist manchmal ein bisschen hakelig. So, damit er sich beim Transport nicht einfach abrollen kann. Und dann wird es ein bisschen unter Spannung gehalten und so aufgewickelt. Ist jetzt nicht das dickste Plastik, aber es funktioniert an sich schon gut. Manchmal muss man natürlich gucken, gerade wenn das Kabel dann zum Ende dick wird, dass man das gleichmäßig aufwickelt. Beziehungsweise, ja, es ist halt einfach ein Tick hakelig. Funktioniert aber gut und ich habe halt wirklich keinen Stecker, der irgendwie rumhängt. Und beim Abrollen geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Zack, und ich habe meinen Stecker hier wieder einsatzbereit. Und durchdacht geht es auch gleich weiter. Man findet eigentlich für alles, was man an Zubehör braucht, einen Platz zum Verstauen. Auch hier die Schaumlanze ist hier direkt an einem Haken einhängbar. Und die rutscht jetzt hier auch nicht mal ebenso einfach raus, wenn man rankommt, sondern man muss sie schon sehr gezielt rausnehmen. Sie lässt sich aber trotzdem gut wieder einhängen. Also ich finde, das ist einfach ein Feature, was gut funktioniert. Oben angekommen beim AVA bietet er auch hier Ablagemöglichkeiten für das ganze Zubehör und auch hier wirklich fest. Also hier fällt nichts runter, sondern das ist mit dem Bajonettverschluss hier eingesteckt. Das heißt, auch für den Transport können die hier oben stecken bleiben und man hat wirklich immer alles griffbereit, was man braucht. Und was ich besonders schön finde, gerade wenn man viel arbeitet, es ist alles auf Arbeitshöhe. Also wenn ich hier stehe, muss ich mich nicht groß irgendwo runterbücken, sondern kann mir das hier rausnehmen, auf meinen Hochdruckreiniger stecken, wieder reinstecken und tauschen. Genauso hier oben die Lanze zur Ablage, was auch als sozusagen Arbeitsablage gedacht ist. Also wenn ich jetzt mit dem Hochdruckreiniger arbeite, das heißt, ich habe die Lanze jetzt und arbeite und brauche die gerade nicht, dann kann ich sie auch hier einfach einklemmen und die hält. Als Alternative, wenn man nicht mit 2 langen Lanzen arbeitet, zum Beispiel die jetzt nicht im Einsatz hat oder die woanders lagern kann, kann man auch die seitliche Möglichkeit hier nutzen und den Hochdruckreiniger ranstellen, dann ist auch gut gelagert. Dann könnte man auch den hier oben drauf packen. Also es geht beides, wobei natürlich der Weg von hier nach hier beim Arbeiten deutlich schneller ist und wir halt auch wieder die Arbeitshöhe haben und nicht gucken müssen, fädel ich den irgendwo ein, sondern nicht direkt Plug and Play sozusagen loslegen kann. Generell gibt es den gleichen Zubehörumfang für den Evolution wie für die anderen Geräte. Einzig zu beachten, man muss
darauf achten beim Kauf, dass sie die hohe Druckzahl auch aushalten können. Deswegen gibt es zum Beispiel eine extra Schaumlanze und teilweise auch extra Düsen, die einfach diesen höheren Druckanforderungen nachkommen können oder das aushalten, besser gesagt. Aber sonst ist das gleiche System, was ich halt wirklich super finde, dass man auch auf die verschiedenen Lanzen und Verlängerungen verschiedene oder alle Köpfe draufpacken muss und man da halt wirklich nicht irgendwie eingeschränkt ist, dass man bei der Lanze nur den und den Strahl benutzen kann, sondern da wirklich komplett variabel unterwegs ist. Ansonsten gibt es noch zwei Dinge zu sagen. Einmal diese kleine Ablage, die noch dazu da ist. Ein Polierschwamm, ein Waschschwamm oder ein Pinsel oder irgendwas abzulegen. Und habe ich vorhin beim Schlauch vergessen zu sagen, der ist 15 Meter lang standardmäßig. Von der Größe der Trommel kann er wohl bis zu 20 Meter Schläuche aufnehmen. Also müsste man auch wunderbar von der Länge her bei jedem Fahrzeug, auch bei größeren und Wohnmobilen, super zurechtkommen. Abschließend kann ich sagen, dass der Awa auf jeden Fall einen festen Platz in unserer Waschhalle hat. Kann ich auch jedem professionellen Aufbereiter empfehlen. Natürlich auch jedem Hobbyaufbereiter und Fahrzeugwäscher, der einfach Bock auf das Topmodell sozusagen in der Serie hat. Für einen echt fairen Preis bekommt man hier einfach eine sehr gute Leistung, eine lange Garantie, umfangreiches Zubehör und ein durchdachtes Gerät. Wenn du aber keinen Bock hast, dafür Geld auszugeben, sondern lieber einen umsonst haben möchtest oder kostenlos besser gesagt, dann mach jetzt mit beim Gewinnspiel. Wir verlosen nämlich insgesamt 3 von diesen schönen Geräten für dich zu Hause zum selbst auszuprobieren oder für deine Halle. Schreib dafür einfach #AWA in die Kommentare und du bist dabei. Alle anderen Teilnahmebedingungen und den genauen Gewinnpaketinhalt findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen, viel Glück fürs Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!